Ich bin Nana Sturm, ich begrüße euch hier heute wieder auf unserem YouTube-Kanal über Matriwissen. Und ich hatte euch schon angekündigt, wir wollen jetzt mal uns die matriarchale Sozialordnung angucken. Das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, weil so eine Sozialordnung, die liegt allem zugrunde, ne? Ja, die patriarchale Kleinfamilie, da haben wir also alle so unsere Erfahrungen mitgemacht. Oder fast alle. Ausnahmen bestätigen immer die Regel, egal. Ich habe damit auf jeden Fall Erfahrungen gemacht. Ich habe da einen ganzen Haufen Mist gelernt, den ich dann erstmal über Jahrzehnte auch wieder mir abtrainieren musste. Also meine Eltern sind auch geschieden. Das sind ja heutzutage viele Leute. Also es zeigt halt einfach, diese patriarchale Kleinfamilie funktioniert nicht besonders gut. Das Gegenstück wäre also jetzt die matriarchale Großfamilie, der Clan. Gibt es die Matrilinearität, also die Vererbung erfolgt in der mütterlichen Linie, von der Mutter auf die Tochter. So, das ist die Vererbungslinie, die Matrilinearität. Und die Männer, die Brüder, so, also die Kinder der Matriarchin, sag ich mal, des Familienoberhaupts, genauso wie die Töchter, die wohnen alle damit in diesem Clanhaus. Und wenn die Töchter jetzt Kinder bekommen, dann wohnen die da natürlich auch mit. Also sowohl die Jungs als auch die Mädchen. Und wenn geheiratet wird, dann verlässt auch keiner den Clan. Also das ist für mich echt sensationell, weil das bedeutet, dass alle immer abgesichert sind. Ja? Sowohl für die Jungs als auch für die Mädchen, beziehungsweise später sind sie dann erwachsen, ist ja egal, es ist für alle gesorgt. Ja, dieser Clan, da sind natürlich, das Grundkonstrukt ist einfach, beruht auf Vertrauen, beruht auf gegenseitiger Fürsorge, auf Solidarität ist noch nicht mal das richtige Wort, weil das hört sich so, wir solidarisieren uns mit dem und dem. Nein, diese Menschen waren einander ganz, ganz, ganz tief verbunden. Das war ein Fleisch und Blut, die kamen aus derselben Mutter. Das hier. Das ist das, was ich euch zeigen möchte. Und zwar sind das die unterschiedlichen Sozialkonstrukte. Ja, also die matrilineare Erbfolge und die patrilineare Erbfolge. Und wenn wir uns das mal so ganz grob angucken, es wird ja auch oft gesagt, im Patriarchat, da gibt es zum Beispiel so einen Blick auf Geschichte und auf Zeit überhaupt als etwas sehr Lineares. Ja? Also wir haben da angefangen und alles, was danach kommt, muss zwangsläufig besser sein, weil man stellt sich das in einer linearen Entwicklung vor. Das Gegenbeispiel sind dann die Matriarchate, wo es eher ein zyklisches Bewusstsein gab. Und das habe ich vorher nie so schön abgebildet gesehen, dass genau diese Muster in der Familienstruktur enthalten sind. Also hier sieht man wirklich in diesen patriarchalen Erbfolgedarstellungen, da sieht man wirklich, wie so eine Linie da durchgeht. Und hier kann man das sehen, das Zirkeln, ja, also es hat vom ganzen Bild schon was Rundes, was Eingebettetes. Es ist auch wie ein Nest eigentlich, wo sich alle drin geborgen fühlen können. Also ja. Jetzt sitzen die da also alle im Haus ihrer Mutter. Da werden sich schon einige fragen, wo bleiben denn da die Liebesbeziehungen? Also die Liebesbeziehungen finden nachts statt. Hauptsächlich, sicher nicht immer nur, keine Sorge, aber es gibt die Besuchsehe. Ja, sprich, tagsüber ist der Mann in seinem Clan und die Frau in ihrem Clan. Und nachts kommt dann der Mann zu der Frau und die beiden verbringen intime Stunden miteinander. Und nicht nur, dass diese Beziehung dann ja von Alltagssorgen unbelastet ist. Es ist ein Selbstzweck. Diese Liebesbeziehung ist ein Selbstzweck. Die beiden haben sich um nichts anderes zu kümmern als um ihre Lust und ihre Freude aneinander. Das finde ich echt sexy, ja. Bei Freundinnen habe ich das gesehen, so man heiratet, man kriegt Kinder
dann geht vielleicht die Liebe. Es wird dann halt schwierig. Man überlegt dann dreimal, kann ich den Mann wirklich verlassen? Wie komme ich dann finanziell über die Runden? Dann wird der Mutter auch noch immer eingeredet, das Kind braucht doch aber den Vater und so weiter und so fort. Es gibt dann also plötzlich ganz viele Gründe, weshalb man zusammenbleibt. Die haben mit Liebe überhaupt gar nichts mehr zu tun. Und dementsprechend oder demgegenüber finde ich das also wirklich sehr reizvoll, dass es im Matriarchat anders ist, dass es also eine soziale und eine ökonomische Absicherung gibt und dass diese Ehe darum auch nicht als lebenslanges Konstrukt angelegt sein musste. Ja, also die Ehe hielt, solange sie halt hielt, solange die beiden halt Lust aufeinander hatten. Also wenn die Lust dann weg war, dann hat man sich getrennt. Nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten oder ein paar Jahren. Da gab es keine Regeln. Das finde ich toll. Und für die Kinder war das natürlich auch super. Weil die Kinder haben im Falle einer Trennung, haben die keine Bezugsperson verloren. Ja, da habe ich den wichtigen Punkt noch gar nicht erwähnt. Der soziale Vater der Kinder ist der Bruder der Mutter. Das sind die Brüder der Mutter. Der Onkel, das war also derjenige, der Vaterrolle den Kindern gegenüber eingenommen hat. Und der konnte sich ja auch immer sicher sein, mit diesen Kindern verwandt zu sein. Und der Bruder, also der Onkel für die Kinder, bleibt natürlich da, auch wenn eine Liebesbeziehung der Mutter zu Ende geht. Das spielt für die Kinder keine große Rolle. Ich will beileibe keinem Mann jetzt seine Fürsorge für die Kinder absprechen. Das ist was Tolles, das ist wunderschön, das ist wichtig, dass Männer das auch haben und machen und ausleben. Ja? Aber diese biologische Vaterschaft und darauf jetzt alles zu gründen, das ist ein soziales Konstrukt. Und das ist anerzogen, das ist gelernt und das, ja, das war halt damals wichtig, als das Patriarchat aufkam und es losging, dass Männer irgendwie Eroberungskriege geführt haben und Reichtum angehäuft haben und so. Und dann mussten sie natürlich einen Erben haben, dem sie das hinterlassen konnten. Also musste geguckt werden, dass man eine Frau als sein Eigentum eigentlich, ne, an seine Seite band. Diese Frau musste zwangsmonogam sein, logischerweise, weil woher soll der Mann sonst wissen, ob es wirklich seine Kinder sind? Also die Zwangsmonogamie für die Frauen wurde eingeführt. Ja, und so entstand eigentlich dann diese Patrilinearität. Das hat aber mit Gefühlen, ich glaube, das hat einfach nichts miteinander zu tun. Ich habe ein Buch dabei, das möchte ich euch einmal zeigen. Familie als Beginn, das ist eine Arbeit von Fricka Langheimer, Entschuldigung, das ist eine Arbeit von Fricka Langhammer, das ist Fricka, ja. Und da hat die dieses Buch Familie als Beginn, da hat sie die spätpatriarchale Kleinfamilie verglichen mit der matriarchalen Großfamilie. Ist als Einstieg ganz toll, ganz empfehlenswert, ist im Christel Göttert Verlag erschienen, ein Verlag, der sowieso ganz viele spannende Bücher rausgegeben hat. Also wer sich da in der Richtung weiter belesen will, Christel Göttert Verlag ist auf jeden Fall eine gute Adresse. So, das soll es dann jetzt hier gewesen sein. Ich verabschiede mich von euch und gebe euch mit auf den Weg. Sei laut und sei leise, sei Schatten und Licht, sei albern und weise. Und fürchte dich nicht. Holla.